Herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie auf meinem YouTube-Kanal. In dieser Videoserie geht es um Spiele mit dem Mountainbike. Heute starten wir mit Game of Bike und bevor ich die Spielregeln erkläre, stelle ich euch erstmal meine Freunde oder die Mitspieler von heute vor. Ihr könnt euch aber eigentlich selbst vorstellen. Pass mal auf. Tobi. Halt mal, warte. So, stell dich vor. Ja, hallo, ich bin der Tobi, kenne den Leo schon ein paar Jahre und fahre ab und zu mit dem Bike. Okay. Du brauchst das Mikro nicht abzunehmen. Hallo, ich bin der Volker, bin 42 schon und fahre eigentlich Downhill Enduro und heute lasse ich mich auf den Spaß hier ein. Test. Ich bin der Lelle und der Leo sagt, ich bin alt. Ja. Ich bin der Lukas. Ich fahre ab und an mal Fahrrad. Ja. Ich bin der Patrick und fahre seit 3 Jahren Mountainbike. Okay. Die Spielregeln, also wie funktioniert Game of Bike? Ganz einfach. Einer macht einen Trick vor, also einen Move. Normalerweise kennt man das vom Skateboardfahren oder BMX. Wir können hier aber keine krassen Tricks machen. Deswegen machen wir mit dem Enduro-Bike einen Move vor, fahren zum Beispiel eine Treppe hoch, setzen um oder sowas. Die anderen müssen es nachmachen. Wer es nicht schafft, bekommt von dem Wort Bike ein B. Wenn man das Wort voll hat, wenn man viermal etwas nicht geschafft hat, ist man ausgeschieden. Das läuft so lange, bis nur noch einer da ist und der hat dann gewonnen. Ganz einfach. Ich würde sagen, Tob, weil du gerade hier vorne stehst, legst du los. Um locker reinzukommen, würde ich sagen, wir probieren einen Bunny Hop da über diese Regenrinne. Okay. Mal schauen, ob es klappt. Vorne auf die Stufe und dann manual wieder, also nicht komplett manual fahren, sondern dann auf dem Hinterrad wieder runter. Oi. Okay, Lukas. Jo, wir fahren jetzt von hinter Bank oben auf die Sitzfläche und dann einfach ganz easy die 2 Treppenstufen einfach runter. Okay, ich bin dran. Wir machen einen kleinen Location-Wechsel. Wir gehen da hoch. Wir haben hier so 2 Mauern oder 2 Bänke oder was weiß ich. Auf jeden Fall müsst ihr von vorne anfahren, da drauf, dann auf diese Mauer drauf und dann könnt ihr wieder runter. Dabei ist klar, dürft ihr weder mit dem Fuß absetzen, noch dürft ihr mit dem Rad das Zwischenstück hier berühren. Oh, Junge, das war ganz schön knapp. Oh, das war ganz schön knapp, du, das war ganz schön knapp. Der war unten. Ja, Volker hat einen B kassiert, hat auch berührt. So, auf Tob. Jawohl. Die 3 Stufen hoch, links fahren, irgendwann zwischendurch mal kurz einen Stoppi machen und dann wie die Drop runter. Uiuiui, das hat ganz schön geknallt, du. Die 2 Treppenstufen hoch, egal wie, nur die Treppenstufen dürfen nicht berührt werden. Okay.
Ah. Ja, wir probieren denselben Trick nochmal, da der Vorgänger das Ganze nicht geschafft hat. Okay. Alter, da ist schon wieder ein Platten, Mann. Alter, du bist so ein Held, gell? Du hast eben erst einen neuen Schlauch reingemacht. Und jetzt? Scheiße. Dafür müsst ihr eigentlich einen Strafpunkt bekommen, oder? Ja toll, dafür gibt es keinen Strafpunkt. Ja. Der ist jetzt ausgefallen. Hast du noch einen Schlauch dabei? Nee. Okay, dann müssen wir flicken. Also, das noch anrauen. So, ein bisschen so ein Zeug drauf. Schön dünn. Drauf. Und das nehme ich meinen Rotzfaden filmen. Würde ich niemals tun. So. Eigentlich muss man noch ein bisschen warten. Aber wenn man dieses Vulkanisierzeug schön fein drauf gemacht hat, muss man nicht so lange warten. Okay. So, Bikes geflickt. Jetzt kann es weitergehen. Er hat heute Morgen schon Platten gehabt, als er gerade hier hingekommen ist. Ein bisschen warm gefahren und direkt schon Platten bekommen. Da wir die Challenge vorhin nicht geschafft haben, probieren wir es jetzt nochmal. Und mal gucken, ob es geht. Ja. Da fliegen gleich auf jeden Fall ein paar raus, ne? Oder kriegen ihre ersten Buchstaben. Aber hoffentlich nicht nochmal einen Platten. Jawohl! Jawohl! Tob, überleg jetzt genau, was du machst. Wenn du nochmal einen Platten bekommst, dann kriegst du direkt alle Buchstaben voll. Geil! Das ist die nächste Challenge. Alle Buchstaben auf einmal. Geil. Hat ein B bekommen. Ja, mit Speed. War das berührt? Nein. Wie sagt der Jean Pütz immer, ich hab da mal was vorbereitet, ne? Wir da drüben. Und zwar haben wir da einen klitzekleinen Slalomparcours mal aufgestellt. Relativ eng. Darf auch Räder versetzt werden. Geht halt einfach darum, da wo die Pylone liegt, darf nicht vorbeigefahren werden. Ein Durchgang rüber. Jawohl. Oi, 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 oi. Schön, das war knapp. Sehr gut. Jawohl. Berühren darf man ja, die dürfen nur nicht umfallen. Sehr schön. Uiuiui, das war ganz schön knapp, du. So, ich bin dran. Schluss jetzt mit Kindergarten. Und zwar haben wir hier eine Pylone. Ist egal, ob ihr es von rechts oder von links anfahrt. Ihr müsst es, egal wie sehr, müsst ihr es aber mit dem Hinterrad, also Hinterrad umsetzen, Vorderrad blockieren, mit dem Hinterrad umsetzen, das Ding wegkicken und dann danach noch weiterfahren, egal wohin. Birds of Loser bengeln schon, hau rein. Jawohl. Ah! Jawohl. Wow. Okay, nächste Challenge, Anlauf nehmen, egal wie viel. Hier das Teil da hochfahren. Okay. Oben Bunny Hop machen und dann in der Luft so ein bisschen Tabletop oder den Lenker zumindest mal Okay, gucken. also muss in der Luft was passieren. Irgendwas muss in der Luft passieren. Okay. Yeah. Aber auf die Gefahr hin, dass ich selber Buchstaben kriege. Noch eine. Wir starten von hier, von der Tischtennisplatte, fahren bis zur Wand, mit dem Vorderrad gegen die Wand, abstoßen, zurück und dann weiterfahren. Ah.
So, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Dagegen, kurz warten, zurückstoßen und irgendwo hinwegfahren. Okay, also gleicher Trick nochmal. Gut. Immer die Schwächen der anderen ausnutzen, gell? Auf. Das ist dann die nächste Stelle. Come on! Jawohl! So, setz noch einen drauf. Pylone mit dem Vorderrad wegkicken. Okay. Jawohl. Jawohl. Wow, schön! Wir dürfen ja keine Ausdrücke benutzen. Ich weiß nicht, wie ich meine Begeisterung ausdrücken soll, ohne Kraftausdrücke. Wheelie Challenge, einmal quer über das Feld, über die Linie. Okay. Also von weiß bis weiß. Von weiß bis weiß. Ja, aber für euch ist das beides nicht. Wird dann natürlich auch ein bisschen Blödsinn bei. Wow! Okay, zählt leider noch. Tja, jetzt wird's ernst. Jawohl. Wow. Oh! Ah, wie geil. Ja. Was hat der Tom? Du hast BI? BIK? Wir haben hier diese zwei Treppenstufen-Sets und da werden wir von da vorne anfahren. Geschwindigkeit ist egal, aber irgendeiner muss dann dem anderen die Pylone auf den Rücken legen und man muss hier beide Treppenstufen runterfahren, ohne dass die Pylone runterfällt. Auf dem Rücken? Ja. Okay. Drauf. So. Jawohl. Okay. Warte. Ja. Jawohl. Okay. Oi, oi, oi. Jawohl. So, Taub. Oh, das sieht auch schon knapp aus, Taub. Rücken nach vorne. Gerade, Arsch hoch. Shake that poop. Jawohl. Jawohl. Oh, auf der Jacke ist sehr rutschig, du. Jawohl. Ja, die Bänke hochfahren und 80 machen, auch wenn es nicht ein ganzer ist, und einfach wieder runterrollen. Ja, wie auch wenn es nicht ein ganzer ist. Ja, halt. Gott sei Dank. So, wir machen Location-Wechsel. Jetzt sind wir hier am Fluss. Da haben wir, da haben wir hier Treppenstufen, eine Mauer, wo man runterdroppen kann. Und ja, Treppenstufen, verschiedene Variationen. Mit Pylonen kann man da bestimmt was Anständiges machen. Okay, wer ist dran? Die Treppen hochfahren, Okay, dann an der Pylone vorbei, Hinterrad rechts rum versetzen okay, und dann die zwei Treppenstufen auch noch hochfahren. alles klar. Ich schaff nie was ich wollte. Also, wir fahren jetzt da oben den Weg an. Da die Treppe runter, jeder wie er möchte. Hier um die Pylone. Muss man da umsetzen? Okay. Umsetzen. Die Treppe runter und unten einen kurzen Stoppie machen, damit das Hinterrad hochgeht. Okay. Muss man danach auch wieder weiterfahren nach dem Stoppie? Sollte. Okay. Jawohl.
Jawohl. Vielleicht runter versetzen? Ja. Okay. Musst du stellen. Also Lelle ist dran, er möchte hier einmal durchfahren, dann da vorne bei den Pylonen umsetzen und dann, ja, mach ich gerade gleich weg, und dann extra schwer hier die Mauer runter droppen. Das Schwierige dabei ist halt, man darf die Pylonen nicht berühren. Okay, zählt. Ah, was hat er? E oder was? Tom, du bist raus. Bam, dafür kriegst du noch eine Strafe, wenn du es gerade noch mal nicht geschafft hast. Ey, jetzt kannst du fahren. So, dann haben wir den ersten Verlierer. Und der Top, du kriegst einen Trostpreis von mir. Lolli. Du kriegst eine Nüsse, nachher. Oh, schön. Wow, das war knapp, Junge. Junge, das war ganz schön knapp. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen was den Level nach oben. Auf der obersten Kante einmal um das Beet auf der Mauer drumherum und wieder auf das Stück gerade. Okay. Oh shit, das war ganz schön knapp. Jawohl. Jo Volker, für uns wird das eh krass hier mit der Laterne, ne? Mit dem breiten Lenker. Wie die alle oben gucken, ey. Alle entsetzt. Ja, jetzt wird's langsam ernst, ne? Jawohl, jawohl. Ah! Was? Du musstest da weiterfahren. Da oben noch rum. Okay, okay. Lass noch mal. Oi, oi, oi. Eben waren wir aber weiter. Wie steht's dann hier? Ja, Patrick ist noch. BIK. Volker und Patrick bei euch. Ganz knapp. Jawohl. Jawohl. Ah, nein! Wow! Shit! Junge, das war ganz schön knapp, leck mir am Arsch! Shit! Okay, ich bin dran. Wir haben dafür hier diese Entenfutterstelle. Und Aufgabe ist runterfahren, umsetzen müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. Irgendwas. Auf jeden Fall müsst ihr auch wieder hochkommen. Kennst du doch von seinem Kanal? Jawohl. Aha, rechts rum. Ah, oh. Wow. Weiter. Jawohl. Ah! Jawohl! Okay, von hinten Anlauf nehmen, egal wie schnell, wie viel.
hier auf die Mauer drauf und ein Nosebank runter. Wow. Hinterrad nochmal an. Der war ja. Ja. Mit dem Hinterrad berührt, weil er so langsam war. Also aufs Vorderrad, dann aufs Hinterrad, 2 Backwheel-Hops und weiterfahren. Okay. Komm. Ja! War oder war nicht? Ja, einer nur. War nicht, war nur einer. Aber dafür, dass du das erste Mal gemacht hast, sehr gut, Alter. Nur leider bis jetzt. Raus. Mit so einem tollen Rad hast du verloren. Buchstaben. Oh Scheiße, ey. Ihr habt das verpeilt jetzt gerade, Mensch. Nein! Ich kann das hier eigentlich. Hey, willst du mal die Liste? Ja, zeig mal die Liste. BI, Levent und Lukas. Lukas, du hast noch nichts? Tja. Dann muss er jetzt über die Laden fahren, ist doch klar. So, machen wir mal Location-Wechsel zum Schulhof. Erzähl doch mal was. Was soll ich denn erzählen? Wenn du hier so langweilig fährst, dann musst du auch was erzählen. Ja, war in einer lauen Sommernacht. Wir hatten nicht groß viel zu tun, haben gesagt, fang jetzt mal an Fahrrad zu fahren. Ah, Auf die Mauer, auf die erste Plattform oben drauf. Dann ein kleines Stückchen fahren, Vorderrad oben eine Ebene höher. 2, 3, 4, wie weit man will oder kann. Und dann wieder einfach runter. okay. Shit! Geil. Jawohl. Oi, die Schaltung. Geil. Ja. Hey, das geht doch voll easy. Top. Top! Lelle, kannst du Hinterrad gut umsetzen? Okay. Folgendes. Wir starten hier auf dem höchsten Plateau, rollen hier lang, setzen hier das Hinterrad um, dabei über die Wand hier drüber. Und man darf die Wand nicht berühren. Oh, shit. Hier vorbeifahren, mit dem Hinterrad auf das Podest, ohne Bremse. Ja, dann machen wir das nochmal, was Leo eben verkackt hat. Yeah! Wow. Nein, sauber die Haare geschnitten. Okay, Lelle, bei dir, du Hinterrad umsetzen, nicht so seine Stärke, deswegen, du darfst einfach da vorne auf der Plattform umsetzen, du musst nicht über die Wand drüber. Oi! Okay, ja, wir haben hier so eine kleine Steilauffahrt. Die muss man einfach nur hochfahren. Natürlich haben wir hier über die Stufe auch noch. Dabei die Schwierigkeit aus dem Trackstand raus, also ohne Anlauf. Na komm. Jawohl. Fuck! BIK. Boah. Der Zwischenstand ist ziemlich beschissen. Der Lukas hat nämlich überhaupt noch nichts. Ich habe BI und der Lella hat BIK. Lella noch einen Fehler, dann bist du raus. Ja, ich wüsste was. Bin ich schlank? Ja, Lelle darf.
Footblend auf dem Podest. Okay. Abgerundet. No stop. Lukas jetzt dran. Ich will gar nicht wissen, was der Chain davor hat. Okay. Eigentlich relativ simpel. Wheelie, Frontwheel Tap an der Mauer, rechts oder links weg oder wieder zurück. Okay. Und absetzen, weiterfahren. Okay, das müsste ja noch möglich sein. Ja, außer du packst dein Draht oben drüber. Yeah. Spätestens hier, wenn du rausgehst. Lenne ist raus. Jetzt nur noch Lukas und ich da. So. Können wir richtig anfangen? Okay, ich bin dran. Jetzt machen wir Bunny Hop die ersten Treppenstufen hoch. Müssen wir komplett Bunny Hop schaffen. Und dann darf man nicht mehr treten und muss versuchen, irgendwie noch die anderen Treppenstufen hochzukommen. So einfach. Scheiße, das war nix. Lukas hat noch keinen Buchstaben. Ich darf mir nur noch einen Fehler. Ne, ich darf mir gar keinen Fehler mehr erlauben, dann bin ich raus. Okay, Lukas, what's next? Double Set. Also alles beide runterjumpen. Flat, ja. Ins Flat. Okay. Also wie der Lukas schon guckt, ist das nichts für ihn, aber wart mal ab. Bunny Hop da drüber, ja, aber mit begrenztem Anlauf. Wir starten ab hier. Jawohl, das berührt. So haben wir eine hübsche kleine Bank, ein kleines Betonobstacle im Röhrchen. Ich würde sagen, hoch, beide Räder drauf, umdrehen. Und wieder runter, okay. Geil! Darf ich hier vorne hin runter oder muss ich da links? Wo du willst. Nicht schön, aber... Okay, ich habe ein bisschen Heimvorteil. Lukas fährt aber besser als ich, deswegen werde ich was Gemeines machen. Und zwar da hinten die Stufen, die einzelnen Podeste hoch. Erst Vorderrad, dann Hinterrad, damit du es ein bisschen schwerer hast. Oben angekommen, nochmal wie vorhin, Combo, nochmal wie vorhin, Hinterrad umsetzen und dann da auf dem obersten Podest wieder runterfahren und in der Mitte wieder runter. Bleib da vorne, Tob. Wo kommt er? Wow, komm. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wenn ich mir einen Fehler erlaube, wenn ich einen Fehler habe, dann bin ich raus. Lukas, hast du schon eine Idee? Ja. Bunny Hop über die Bank, über die Bank in die Bank rein runter.
Von oben. Okay. Yeah. Raus! Das ist ein bisschen too much. Ich hab Angst, dass ich gegen den Baum knalle oder gegen die Steine. Dann. Das ist es nicht wert! Ja, Lukas hat gewonnen. Lukas, du gewinnst heute Grade 5 Griffe. Ja, Mann, ich bin auch ein paar Mal abgerutscht. Also. Ja, sehr gut, sehr gut. Er braucht auch neue Griffe. Das passt ja. Also, Ja, top gemacht. Geile Skills. Und Lukas, wenn du nächstes Mal dabei bist, musst du ein Geschenk mitbringen für den Loser und für den Gewinner. Für Loser habt ihr noch im Auto liegen, schon angebrochen. Eine Packung Nüsse. Den ersten Verlierer halt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war das erste Mal, dass wir dieses Spiel mit dem Mountainbike gemacht haben. Mit dem Skateboard haben wir das schon früher gemacht. Aber mit dem Mountainbike muss man sich dann schon überlegen, was macht man da. Man hat es beim Lukas gesehen, er war ja sehr, sehr, wie heißt das Wort? kreativ. Ja. Kreativ. Und war auch gut für mich. Ich habe ein paar Sachen dazugelernt und darum geht es dabei. Ne? Man kann mit seinen Freunden kleine Challenges stellen und lernt spielend neue Skills. Deswegen macht sowas daheim nach, bleibt aber immer auf einem safen Level. Das mit der Bank ist eine geile Aktion, aber da dachte ich, okay, wenn das schief geht, ist nicht so gut. Also, schaltet wieder ein, abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.